Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Alpina A3700 an. 40er Schwert, um die 25 von da bis da. Gesamtlänge ist bei 77 cm von da bis da. Vorne Benzinblase. Da und zur Zündkerze. Bosch. Schauen wir uns das Gewicht an. Wie man sieht, beträgt das Gewicht 5,63 Kilo mit etwas Inhalt. Sie ölt unten, also verliert Öl, wie fast jede Motorsäge. Wie ihr sehen könnt, 4 bis 4,5, maximal 5 Kilo werden benötigt, um das Anwerfseil zu betätigen. Das ist deutlich weniger als bei der Scheppach, der Motor ist aber auch deutlich kleiner. Da werden nun alle Flüssigkeiten aufgefüllt. Das habe ich schon davor gemacht, vorm Wiegen leider. Was soll man tun? (116,5 Dezibel) sind es am Ende geworden. So, da starten, an, Schock ziehen, ziehen aufbauen und dann ziehen.
Kommen wir nun zum Fazit. Das Gewicht habe ich 5,3 Kilo genommen. Weiß nicht, ob es so genau ist, leider. Die Scheppach war leer beim Wiegen. Die Alpina war ziemlich voll. Deswegen habe ich einfach 5,3 genommen. Sollte ungefähr passen. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall deutlich leichter. Beim 120er Schnitt merkt man ein bisschen einen Unterschied. Ist nicht so groß. Ist aber auch nicht klein. Darf man nicht vernachlässigen. 0,7 Sekunden seien nicht die Welt. Aber prozentuell ist doch ein gewaltiger Unterschied. Nun werden die Unterschiede nochmal größer, 5 Sekunden zu fast 8 Sekunden. Das ist dann wirklich ein Unterschied, den man schon wirklich merkt. Da ist die Scheppach deutlich besser, weil sie weniger Drehmoment oder weil sie weniger Kraft verliert bei der Dicke. Dann haben wir 360 mm. Das ist dann der Unterschied, der dann wirklich, wo man dann die Kraft merkt, dass die Scheppach einfach viel stärker ist wie die Alpina. Und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Die Alpina soll 1,2 kW haben, die Scheppach 2 kW. Das sind gute 66% Unterschied. Ja, was gibt's noch viel zum Sagen? Danke fürs Schauen, Servus und Ciao.